Hier lernen Sie nun die Grundelemente der Einleitung kennen, denn sie ist der erste Baustein unseres Grundmodells. Sie erfahren, warum es so wichtig und hilfreich ist, die Elemente der Einleitung gleich zu Beginn zu definieren, wohl wissend, dass deren Formulierungen im Laufe der Bearbeitungszeit noch geändert werden können und sollten. Jede wissenschaftliche Arbeit beginnt ja mit ihrer Einleitung. Das ist uns allen klar. Aber was genau gehört in diese Einleitung? Das ist gar nicht so wenig. Thema erläutern, Problemstellung erläutern, Zielsetzung definieren und erläutern, Forschungsfrage formulieren und die Vorgehensweise erläutern. Zunächst geht es also darum, erstens das Thema zu erläutern, das über dieser Arbeit, über diesem wissenschaftlichen Produkt steht. Fragen wie diese beschäftigen Ihre Leserinnen und Prüferinnen, wenn Sie Ihr Werk in die Hand nehmen, das Thema lesen und danach die Einleitung aufschlagen. Um was geht es eigentlich? Wie sind Sie dazu gekommen? Was war der Anlass? Und welche Voraussetzungen haben Sie, um das anzupacken? Daher gilt es zunächst mit einigen Sätzen das Thema zu erläutern. Hoffentlich haben Sie es nicht zu komplex formuliert. Hinweise dazu, wie Sie gut bei Ihrer Themenformulierung vorgehen können, finden Sie auf meiner Webseite. Der nächste unverzichtbare Punkt ist zweitens die Problemstellung. Ohne Problem keine wissenschaftliche Arbeit, denn es gäbe dann ja nichts zu lösen, also gäbe es auch kein Ziel. Um sich ein Ziel stecken zu können, müssen wir das Problem haben, nämlich das Problem, dass das Ziel, also die Lösung, noch nicht erreicht wurde. Sprich, die Problemstellung ist unvermeidlich. Sie beschreibt ein Defizit, ein Manko, irgendetwas ist noch nicht klar, für irgendetwas fehlt noch eine genauere Untersuchung. Auch hierzu erzähle ich Ihnen gleich noch mehr anhand von konkreten Beispielen. Aus der Problemstellung folgt dann drittens die Zielsetzung, die Sie an dieser Stelle definieren und erläutern müssen. Die Zielsetzung benennt übrigens nicht ein Handlungsziel, sondern das Erkenntnisziel, das zur Lösung der Problemstellung dienen und beitragen soll. Um diese Zielsetzung wiederum anzustreben, hilft die Forschungsfrage, vierter Punkt, die Sie ebenfalls formulieren und begründen müssen. Denn die Operationalisierung durch die Forschungsfrage weist den Weg zum Ziel. Schließlich erläutern Sie in der Einleitung noch fünftens die Vorgehensweise. Welche Schritte folgen aus welchem Grund in dieser Arbeit? Dies fassen Sie noch in der Einleitung knapp und klar zusammen. Keine Sorge, das ist alles keine Zauberei, denn natürlich können Sie nicht aus dem Stand mal eben eine Einleitung schreiben. Ganz ohne sie anzufangen, geht aber auch nicht, denn dann fehlt Ihnen der rote Faden fürs weitere Vorgehen. Ich zeige Ihnen als nächstes erst einmal einen Ausschnitt aus einem meiner Webinare, bei dem es genau um den Zusammenhang der Elemente in der Einleitung ging und komme danach zurück zu der Frage, wann die Einleitungselemente denn nun wirklich final stehen müssen.